Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal aus Schweden. Einem Land, das für mich wie kaum ein anderes wahre Stille, Weite, Entschleunigung und echte Naturnähe repräsentiert. Seit 1,5 Jahren leben mein Mann und ich jetzt schon auf Reisen, probieren das Leben in unterschiedlichen Ländern aus. Und jetzt hat sich für uns eine wundervolle Gelegenheit ergeben, das alltägliche Leben in Schweden zu erleben. Auf dem Land, mitten im Wald, umgeben von ganz viel Natur. Und das nicht irgendwann, sondern gerade jetzt, zur vermeintlich unattraktivsten Jahreszeit, die uns alle gewarnt haben. Kurze Tage, Kälte, viel Regen und wenig Sonnenlicht. Da wir Schweden und auch einen richtigen Winter schon länger mal erleben wollten, dachten wir uns, warum nicht beides verbinden und hinreisen, wenn die meisten das Land verlassen? Genau so ergab sich auch unsere Möglichkeit, hier zu sein. Wir passen gerade für jemanden aufs Haus und Grundstück auf, während sie verreisen. Und das gibt uns die außergewöhnliche Chance, das alltägliche Leben in Schweden im Herbst und im Winter auszuprobieren. Den Herbst haben wir in vollen Zügen genossen. Wir hatten das Glück, dass wir noch das eine oder andere frisch aus dem Garten ernten konnten. Zum ersten Mal haben wir unsere eigenen Kürbisse geschnitzt. Wir fühlten uns wieder wie Kinder, vollkommen im Moment versunken, erfüllt von Freude und Begeisterung. Und am Ende waren wir ganz stolz auf etwas, das wir selbst erschaffen haben. Etwas, das mal keinem anderen Zweck dient, als Spaß zu haben und sich daran zu erfreuen. Dieser wunderschöne Herbst, diese Farben, die frische, saubere Luft, die dich mit jedem Atemzug erfüllt und wenigstens für den einen Moment wieder glücklich und unbeschwert fühlen lässt. Mitte November wurde es deutlich kälter. Der erste Frost kam. Die Umgebung fing an, sich zu verwandeln. Und wir erlebten zum ersten Mal den Zauber von Schwedens Natur.
der Schnee und legte sich wie eine zarte, weiche Decke über die Felder und Bäume. Der erste richtige Winter seit Jahren für mich. Ich bin so dankbar, das erleben zu können. Ein echter Winter mit Schnee, der länger als nur 1, 2 Tage liegen bleibt, mit so tiefen Minusgraden, die keine Fehler beim Ankleiden verzeihen. Kälte, die die Hände und Nasenspitze gefrieren lassen und die Wangen rosarot färben. Und wenn sich dann auch noch die Sonne zeigt, einfach magisch. Es ist schon erstaunlich, wie so ein bisschen Schneeknirschen unter den Füßen und eine weiße Landschaft den Gemütszustand verändern können. Wie diese sanfte, weiße Schicht aus winterlichem Zauberstaub das innere Kind wieder erwecken. Hier zu sein, so nah an der Natur, jeden Tag umgeben von Wald und Tieren, von Natürlichkeit in ihrer reinsten Form. Dazu die Stille und Weite, die Abgeschiedenheit. Da bleibt kein Raum für Oberflächlichkeit oder Inauthentizität. Doch so schön diese Ruhe und Nähe zur Natur auch sind, so herausfordernd kann es aber auch sein. Auch wenn ich bereits ein deutlich entschleunigteres und bewussteres Leben führe als noch vor einigen Jahren, so habe ich das Gefühl, dass diese unmittelbare Naturverbundenheit mich noch stärker wahrnehmen und fühlen lässt, was eben nicht nur Freude leichter an die Oberfläche holt, sondern auch Zweifel und Ängste. Insbesondere Letzteres hat mich in den letzten 2 Monaten viel beschäftigt. Wie soll unser Weg weitergehen? Was ist mir mittlerweile wichtig? Was brauche ich, um eine zufriedene und erfüllte Zukunft zu haben? Und andere Fragen und Ängste, die sich unter anderem auch aufgrund unseres Lebensstils ergeben. Auf manches habe ich bereits Antworten gefunden. Andere Fragen sind nach wie vor offen bzw. erfordern Arbeit an sich selbst. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass gerade die Zeit hier in Schweden mich so sehr nach innen schauen lässt, wie schon lange nicht mehr. Eigentlich ziemlich naiv von mir, denn gerade deswegen bin ich doch hier. Natürlich nicht für den Schmerz und die Herausforderung, aber für die Nähe zur Natur, für die Erfahrung des kalten, dunklen Winters, für mehr innere und äußere Ruhe und für die Verbundenheit. Und genau das kann Schweden ziemlich gut. Es bringt dich näher zu dir selbst auf die eine oder andere Art und Weise. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.